meine lieben YouTube-Birdrider, hier ist euer Twitch-Land-Squid heute mal wieder. Wir schauen uns jetzt ein Video an zu Fallout-Theorien, der Fallout-Theorie Eisberg von Lunar Legends Gaming. Der definitive, also the definitive Fallout Theory Iceberg, der ultimative Fallout Theorie Eisberg. Bei der Ansage bin ich natürlich sehr gespannt, was uns da erwartet. Und gucken wir mal, ob wir neue Theorien finden, neue plausible Theorien, die wir vielleicht noch nicht kennen. Und ja, fangen wir mal an. Bin gespannt. War. War never changes. But theories in Fallout lore do. In this series, we're going to discover the most obscene and mysterious theories that the Fallout franchise has to offer. So get your Vault Boy thumbs out and prepare to measure the nuclear mind-blowing that you're going to experience. This is the definitive Fallout Theory Iceberg. Jetzt bin ich aber gespannt, ey. Nach der Ansage bin ich gespannt, was da kommt. Aber der Schlangengott Caroline ist nix gegen die Tentakel der Tiefe. Im Grunde ist der Schlangengott quasi, ich glaube, der Schlangengott von eurer Religion ist quasi nur eine Verwechslung. Ich glaube, ihr habt mal einen Tentakel von den Tentakeln der Tiefe gesehen und den mit einer Schlange verwechselt. Ne? Daher kommt das wahrscheinlich. Kann ja mal passieren, aber im Endeffekt glaubt ihr auch nur an die Tentakel der Tiefe. Ist meine Theorie. Das ist meine Land Squid Birdrider Canon Lore Theorie. Before we dive in, you may not be familiar with iceberg theories or videos. The iceberg theory was created by the famous American writer Ernest Hemingway, who coined, "The deeper meaning of a story should not be evident on the surface, but should shine through implicitly." As we travel further down the iceberg, theories will be more complex. Maybe that means it's harder to believe, or it's unrealistic, or maybe, like Hemingway says, it's implied rather than specifically stated. And if you're not familiar with Fallout, then have you been living under a rock? Or maybe a large mountain inside hundreds of tons of steel specifically designed to keep you from being irradiated and turned into... Genau, er hat quasi gerade, falls ihr es nicht verstanden habt, die Eisberge nochmal, was ein Eisberg eigentlich ist, erklärt. Habe ich ja auch schon gemacht hier, bevor die Aufnahme fürs Video losging. Im Grunde geht es einfach mit relativ offensichtlichen und plausiblen Theorien los und wird dann immer skurriler und ungewöhnlicher und abgedrehter. Und dann kommen eben Theorien, die durchaus vielleicht ihre Berechtigung haben und vielleicht so mitschwingen könnten mit der Fallout-Welt, aber definitiv nicht offensichtlich sind. To a mutant with 3 arms. Fallout is the post-apocalyptic video game series first created by Interplay, who designed Fallout 1 and 2, which were isometric top-down RPGs. These games did very well at the time, and a small RPG studio named Bethesda Game Studio took notice and decided to buy up the rights and make a little game called Fallout 3. The game was a major success following its similar predecessors called Morrowind and Oblivion. The Fallout games had now become open-world 3D RPGs that placed an emphasis on player choice and environment. The world of Fallout is based on the idea that nuclear energy became the de facto source Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht Fallout erklären. of energy in the 50s and continued on into the future. The 50s cultural aesthetic never changed, and that's why the world looks the way it does. Many people who play Fallout think the bombs fell in that time frame, but in fact the bombs fell in the year 2077. The Fallout world is dark, but it has a sense of humor. Todd Howard described the humor like hiding under a desk to get away from a nuke. It is mysterious and ambitious, and I have no doubt that some of the theories that you're going to hear here, you've never heard of before. Da bin ich sehr gespannt. I also have to put a disclaimer here that we will be talking about spoilers for all the games in the Fallout series, so be aware of that. And also that I chose not to do several of the theories on the list because they are almost pure conjecture with no real basis. Enough context, let's dive into the first tier of the iceberg that only has one theory in our list. Okay. Vault Boy's Thumb. This one you may have heard before, and it's become quite the wives' tale over time. This is the Vault Boy, and he's a pretty prominent figure not just within the Fallout community, but also within the gaming community as a whole. He is the mascot for a major corporation within the Fallout games that created the majority of the vaults seen within the game. Vault-Tec. The theory is... Genau, das kenne ich auch.
im Endeffekt gibt es quasi da diese Theorie, dass er so mit einem Auge guckt und den Daumen hochhält, weil das seine Methode sein soll, um einschätzen zu können, wie weit die Detonation einer Atombombe entfernt ist, damit man die Auswirkungen spüren kann. Das scheint aber ein Hoax zu sein, also ein Gerücht, das sich so verbreitet hat, das aber nicht in der Realität fußt. Habe ich so im Hinterkopf, habe ich mal gehört, dass das gar nicht stimmt und dass das wahrscheinlich Quatsch ist. Aber die Theorie ist noch weit verbreitet da draußen, dass Vault-Boy eben in Wirklichkeit so insgeheim die Entfernung einer Atombombenexplosion abtestet. Aber das, also erstens, dass das geht, ist Quatsch, und zweitens, dass das vom Vault-Boy so, also dass der deswegen so dargestellt ist, ist wohl auch nicht die Intention dahinter. Pretty interesting, and if you look it up, you'll see numerous articles by multiple publishers that ran with the story several years back. The theory states that the Vault Boy isn't just giving you a cool thumbs up and a wink, letting you know that you'll be totally fine in the vault and definitely no terrible science experiments will be performed on you, but in fact he's actually measuring a mushroom cloud from a nuclear bomb and closing his left eye to observe it. So why would you measure a mushroom cloud? Well, a story went around that the government used to recommend a person stick their thumb out. If the blast was bigger than the person's thumb, they are within the radiation zone and should evacuate. This makes total sense when you think about it and gave the Vault Boy an interesting backstory that people could surprise their friends with. Unfortunately, this little tale and theory has been debunked. Brian Fargo, one of the original creators of Fallout, actually debunked this theory on Twitter, but not only that, an article from Inverse actually proved that standing there with your thumb up, watching a nuclear bomb detonate was a good way to get yourself killed. You might as well hide in a fridge for all that'll do for you. Someone there? Ja, genau, der sagt es auch in dem Video, also der debunkt das auch gleich, ne? I can hear you. Get me out of this thing. This is because not all nukes are created equally, and they can explode with different intensities over time. The article dives further into the mathematics of it all, but I don't have time in this video to explain everything, so I'll leave a link down below if you want to check it out yourself. So I guess we'll just have to go back to believing that our sweet Vault Boy mascot is just trying to keep us safe from the horrors of the outside world, and that we should just embrace the safety of our vaults. On to Tier 2. Okay, jetzt kommt schon die zweite Ebene. Auf der ersten Ebene war jetzt nur diese eine Theorie, dass der Vault-Boy mit seinem Daumen die Explosionsentfernung einer Atombombe abmisst, was aber eben Quatsch ist. Schauen wir mal, wie es weitergeht. 2 of the iceberg, and we finally dive into the water. Jetzt gucken wir mal, was steht denn da? New Vegas is the Wizard of Oz retold. Okay. Und Soul Survivor is a Synth. Okay. Dass New Vegas der Zauberer von Oz sein soll, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Habe ich das schon mal gehört? Es kommt mir nämlich leicht bekannt vor. Aber weiß ich nicht mehr. Aber dass der Soul Survivor in Wirklichkeit ein Synth ist, ne, das ist ja eine weit verbreitete und bekannte Theorie. Da habe ich auch mit dem Michael schon mal einen GameStar-Artikel zusammen gemacht zu dem Thema. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Hinweise, also so viel, dass man auch meinen könnte, Bethesda hat da tatsächlich so ein bisschen augenzwinkernd so ein paar Sachen eingestreut, damit man glauben könnte, die Hauptfigur aus Fallout 4 könnte ein Synth sein, man weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich bin gespannt vor allem auf New Vegas und Wizard of Oz, was es da für Übereinstimmungen gibt. At this point, I probably won't try to hold your hand as much. I'll start to assume you know the context of some characters and of some of the games. If not, don't worry, I'll still give you a little overview of what's going on so that you can just follow along. The first theory on this list: New Vegas is the Wizard of Oz retold. This is a pretty common theory, and there are multiple videos that cover this theory here on YouTube entirely. I'll give you the rundown though, so you can just make up your own mind of whether you believe this to be a real or just a coincidence. Basically, this theory states that the game takes inspiration from The Wizard of Oz. The road to New Vegas is like the Yellow Brick Road, everyone telling you to stay on the road or the path. You travel to Nipton, and then on to Novak, and then on to New Vegas. You get to New Vegas and you're met by the elusive Mr. House. Ich sehe die Übereinstimmung zwischen dem Zauberer von Oz und Mr. House, der
Ne, der große, eindrucksvolle, schwebende, magische Kopf im Rauch, der in Wirklichkeit nur ein kleiner alter Mann hinter einem Vorhang ist, der in seine Maschine spricht. Das klingt sehr nach Mr. House, muss man schon sagen. Das stimmt. AKA the man behind the curtain or screen, AKA the Wizard of Oz. A normal or fragile man hidden behind a grand illusion that makes you seem like he is larger than life. Und der Securitron ist der Metal-Mann. Ja, da überlege ich nämlich auch die ganze Zeit, weil, okay, das ist jetzt tatsächlich eine schöne Übereinstimmung, das stimmt, aber wer sind denn dann der Löwe, die Vogelscheuche und der Metallmann? Ich überlege gerade, welche Begleiter und Begleiterinnen es gibt in Fallout New Vegas und weiß ich jetzt nicht, aber gucken wir mal, was noch kommt. Life itself. These representations are pretty obvious and most people connect these dots pretty early on. Yeah. But it's not the main game that really cements this theory into people's mind. It's the DLC that makes you really wonder. Old World Blues takes you to the Big MT or the Big Mountain. Old World Blues ist so ein guter DLC. It's full of chaos, robots, lobotomists, and crazy inventions. After you're abducted and brought to this place, you find yourself trying to return home. This is similar to Dorothy's story in The Wizard of Oz. To return back to the Mojave, you have to retrieve parts of your body that were stolen from you and replaced with synthetic machine parts. Your heart, aka the Tin Man, your brain, aka the Scarecrow, and then your spine, aka your sense of courage and the Cowardly Lion. They seem pretty right on the nose, and I personally believe that they did take some reference from the classical story. One last instance that leads to the belief of this story is that one of the doctors in the Big MT, Dr. Mobius, actually references the Wizard of Oz in his dialogue, but it's a bit weird and it's a mixed up kind of version of the story. Okay, also die Aussage Fallout New Vegas ist The Wizard of Oz, der Zauberer von Oz neu erzählt, ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Aber die Übereinstimmungen zwischen Mr. House und dem Zauberer von Oz und die Übereinstimmung zwischen den 3 Körperteilen, die man in dem DLC suchen muss, ne, und den Eigenschaften und den Körperteilen von den 3 Begleitern von Dorothy, die sind schon da und das kann schon wirklich tatsächlich, glaube ich, eine Referenz sein. Why not? The last theory in this tier is probably the most talked about theory in all of Fallout. Well, at least one of the most. The sole survivor from Fallout 4 is a synth. Now, there is a lot to this theory, and people are still finding things that may or may not lead to confirming it. But because there's so much to this theory, I can't dive into everything as we have a lot to go over in the iceberg. But I'll give you the bullet points and the more obvious things that have led to this theory actually being created. Genau, da habe ich ja schon gesagt, ne, das ist ja eine sehr bekannte Theorie, dass der Soul Survivor ein Synth ist. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Anhaltspunkte, die das andeuten. Erstens würde die ganze Story des Spiels mehr Sinn machen, wenn unsere Hauptfigur tatsächlich ein Synth wäre. Und zwar genau gesagt ein Synth einer neuen Generation. Noch besser als die ohnehin schon sehr, sehr schlecht oder sehr schwer von echten Menschen unterscheidbaren Synth, die wir so treffen. Und diese ganze Geschichte, dass der Vater und das Institut uns beobachtet und wartet, bis es Kontakt aufnimmt und so weiter und so fort, ist im Grunde nur der Test, um zu sehen, ob diese neue Generation von Synths funktioniert. Es gibt auch im Machinist DLC so eine Selbstschussanlage, so ein Sicherheitssystem, das erkennt unsere Hauptfigur nicht als Mensch und reagiert deswegen nicht. Das sehr ungewöhnlich ist. Vielleicht nur eine Fehlfunktion dieses Sicherheitssystems. Vielleicht ist das Sicherheitssystem einfach nur so gut, dass es uns tatsächlich als Maschine erkennt. So wie die Maschinen des Maschinisten. Oder der Maschinistin, besser gesagt, im Fallout 4. Und nicht als Mensch. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Er wird bestimmt jetzt eher auf ein paar eingehen. The theory began to gain traction when the Far Harbor DLC came out. A synth named Dima is speaking to the Soul Survivor and asks them what their earliest memory is. To which they respond, it's the day the bombs fell, which is the first day you actually begin to play in Fallout 4. This is obviously a strange response considering the Soul Survivor should have years of memories before this actual event occurs. They allegedly grew up in a normal world. Es gibt ja laut den Game-Files und tote Synths haben immer so eine Synth-Komponente im Inventar, wenn man sie umbringt. Und da gibt es tatsächlich sehr viele NPCs,
die Synths sind, was aber nie thematisiert wird. Ob die überhaupt wissen, dass die Synths sind oder nicht und so, ne? Man weiß es nicht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist zum Beispiel Trash Carla, die reisende Händlerin, die uns immer in all unseren oder in vielen Settlements besucht und so weiter, ein Synth. Eine Spionin des Instituts oder vielleicht sogar schon ein Synth mit neuer Identität, die sich an nichts mehr erinnern kann, wer weiß. Aber ja, das ist schon interessant. And had a normal life. The default male character even references the war and his grandpa in the opening sequence. Why is it that they can't remember anything before the bombs? Some theorize that cryosleep could affect the human brain and our memories, others that the memory was placed inside their brain by the Institute. Thema goes on to explain that the large gaps in memory are common among other synths with memories that have been implanted into them. So did the Institute implant the sole survivor with memories of a person that they never were? Similar to Nick Valentine, who shares memories with a pre-war detective? The next piece of strong evidence is that while we're exploring the Institute, we can find a computer entry that talks about the Institute experimenting with VATS and then placing it inside of synths. Das ist eben auch ein interessanter Punkt, dieses WET-System, weil es wird eben erwähnt, dass das Institut ein System entwickelt hat, das zumindest sehr ähnlich funktioniert wie unser WET-System und Synths verfügen über dieses WET-System. Warum unsere Hauptfigur? Es ist ungewöhnlich, ne? Aber das will er alles erklären. Ich will ja nicht alles immer doppelt hier sagen. Giving them the innate ability to use VATS without a Pip-Boy. The crazy thing is, the sole survivor can use VATS on the Radroach. Das ist nämlich genau der Punkt. Der benutzt nämlich VATS schon im Intro auf dem Weg zum Pip-Boy gegen die Kakerlaken. Is in the vault before ever picking up the Pip-Boy at the entrance of the vault. Is this just an oversight on Bethesda's part? Wahrscheinlich. Or is it something more? Speaking of the vault though, why is it that the sole survivor is the sole survivor? Why or how is it possible that they are the only ones to survive the cryo chambers while the others failed? It seems almost convenient that they're the only ones to survive and that their child is the director of the Institute. Later on, Father or Sean explains that it is his will to keep us on ice and that he was protecting us and that he was the one who ultimately released us as an experiment. This is a strange thought because you can read on a terminal near the cryopods that the life support of the pods failed and this is why everyone died. So maybe it was all Father's will and maybe the sole survivor is an experiment. But the big question is, what kind of experiment? Well, that does it for the top two tiers, and we are moving into the deeper waters of the iceberg. There's a ton to go through here, so I'm going to run through these fairly quickly and just give a brief of my own thoughts. If you guys hear a theory here that you find super interesting or you want to know more about it, then leave it in the comments and maybe I'll make some videos on those theories specifically. So let's jump into the third tier. Okay, die dritte Stufe, jetzt schauen wir mal. James can't die in Tranquility Lane. James can't die in Tranquility Lane. Weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Christine ist Veronicas Lost Love. Ich weiß nicht mal. Ich weiß, glaube ich, wer Christine ist, aber ich weiß nicht, wer Veronica ist. Und die Bibel-Vault-Nummern, genau, da habe ich ja sogar mal 2 Videos dazu gemacht, wo ich mir das angeguckt habe. Und wo, glaube ich, ziemlich eindeutig rausgekommen ist, dass das nicht stimmen kann. Also, dass diese Vault-Nummern auf Bibelpsalmen beruhen. Das kann man so allgemein nicht sagen, wobei eventuell tatsächlich einzelne Vaults vielleicht basieren auf Bibelpsalmen. Das kann aber auch alles Interpretation sein. Aber wahrscheinlich eine eigene Simulation, ihn trifft man ja nicht. Jetzt schauen wir mal, ich bin gespannt. The first is that James can't die in Tranquility Lane. It seems really strange that James, the protagonist's father in Fallout 3, wasn't subjected to the same horrors as his counterparts in the simulation of Tranquility Lane. And why is that? There's a dozen reasons one can... Ist Veronica nicht die Synth bei Dima mit dem Schlüssel für die Kiste auf dem Boot? Ne, da ging's um Fallout New Vegas, stand dahinter. Ich weiß nicht, wer eine Veronica in Fallout New Vegas ist.
Aber jetzt schauen wir erst. Genau, ich bin erstmal gespannt, was jetzt James can't die in the Tranquility. Ist James jemals in der Tranquility Lane? Ich weiß es nicht. In reality, it isn't stated why. Though it also isn't a plot hole either. There are a lot of reasons why this could be. My first thought is because you weren't meant to be there, or you're not properly logged onto the systems or records, or whatever, so it treats James and the Vault Wanderer differently. The second is the loungers James and the Lone Wanderer are in were likely isolated because they were external intrusions on the network because they were added centuries after the simulation started and weren't approved by Vault-Tec or Braun. The third was because neither James nor the Lone Wanderer were shot and killed by the Chinese invaders, which was how the failsafe worked. Once the failsafe is activated, you die in the sim, you die in real life. Or the fourth, the loungers were just poorly designed, hence why the old lady was aware of what was actually happening around her. There's not much left to say on this one, but just remember that you don't want to be stuck in Old Tranquility Lane. You might be spending a lot of time there for a long time. The next theory. Ich verstehe es immer noch nicht. Ist die Theorie jetzt anscheinend wahr, laut der Story James, also unser Vater auch mal in der Tranquility Lane, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass das thematisiert wird. Aber ist ja egal. Anscheinend war die Theorie, dass James und wahrscheinlich auch unsere Hauptfigur in der Tranquility Lane gar nicht sterben kann, weil die erst zu spät ins System hinzugefügt wurden. Oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ja, keine Sorge, ist ja alles gut. Hätte ja sein können. Ich weiß es auch nicht. Is the Bible Vault Numbers. Okay, genau, die Bibel-Vault-Nummern. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Ich habe ja wirklich mal recht ausführlich sehr viele Vaults mir genau angeguckt und die Verse dazu. Und bei fast allen kann man sagen, naja. Und nur bei ganz wenigen ist es so, dass man sich denken könnte, okay, da könnte eine Inspiration da sein, aber es gibt keine einzige, wo ich sage, yo, das ist aber 100%ig von diesem Psalm inspiriert. This one is super interesting and holds a lot of merit for me personally. The theory states that the vault numbers are correlated to Bible references specifically from Psalms. I'll give you a few examples, but there are many more, and I encourage you guys to go check them out yourself and see if you can make a connection between the vault and the Bible as well. Vault 101 is led by the Overseer at the start of Fallout 3. The Overseer is a dictator with zero tolerance for people that go against his rules and are different. Now let's look at some of the chosen excerpts from Psalms 101. Quote, I will walk in my house with blameless heart. I will set before my eyes no vile thing. The deeds of faithless men I hate, they will not cling to me. Men of perverse heart shall be far from me. Whoever slanders his neighbor in secret, him will I put to silence. No one who practices deceit will dwell in my house. No one who speaks falsely will stand in my presence. End quote. Genau, das ist schon eine der größeren Überschneidungen der Vaults tatsächlich und das ist halt so die Art der Überschneidungen, die es da gibt, ne? Im Spiel hat der Vault-Aufseher von Vault 101 ist ein ziemlich strenger Typ, der irgendwie sehr streng regiert und sehr auf Ordnung setzt und dann ist da ein Psalm, der sagt, also in meinem Haus gibt es hier keine schlimmen Sachen, das akzeptiere ich überhaupt nicht. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, na, das kann aber auch echt Zufall sein. Vor allem, wenn man sich dann andere Vaults anguckt, wo es einfach teilweise überhaupt nicht passt. Sounds like someone that believes their word is law and no one can actually defy these rules. Another example would be Vault 106, which was pumped full of psychoactive drugs that made the inhabitants crazy and lose themselves. Psalm 106 talks about people forgetting their faith in God and being destroyed for it. And my favorite. Guckt, genau das meine ich. Das finde ich halt Quatsch. Man kann immer irgendwelche Parallelen finden und sich Sachen zusammendichten. Aber eine Vault, in der Leute durch irgendeine Chemikalie verrückt werden, damit zu erklären oder beziehungsweise dann einen Bezug zu einem Psalm herzustellen, wo steht, dass Leute das Vertrauen in Gott verloren haben und deswegen sterben, das ist halt irgendwie ein bisschen far-fetched, finde ich, oder? Das ist jetzt nicht sehr naheliegend. Vault 69 was filled with 999 women and one man. The Psalm 69 excerpt says, quote, For the waters have come up to my neck. I sink in the miry depths where there is no foothold. I have come into the deep waters. The floods engulf me. I am worn out, calling for help. My throat is parched. My eyes fail, looking for my God. Those who hate me without reason outnumber the hairs of my head.
So a person who's Guckt, das ist doch totaler Quatsch, oder? Also erstens ist diese Vault 69, von der da redet, eine Vault aus einem Comic. Also das ist nicht wirklich von Bethesda. Man muss ja auch wirklich sagen, ne, dieser Theorie widerspricht ja auch sehr stark, dass halt mittlerweile so viele unterschiedliche Autoren und Autorinnen und Teams an den Spielen entwickelt haben und alle müssten untereinander so diesen geheimen Code gehabt haben, dass die alle Vaults immer nach Bibelpsalmen irgendwie einrichten, was schon mal Quatsch ist. Und diese Vault 69 kommt eben aus einem Comicbook, das ist so Comedy, das ist Spaß. Und dieser Text jetzt gerade macht doch überhaupt, also come on, Leute, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das ist doch wirklich Quatsch. worn out and outnumbered. Seems pretty relevant in my opinion. So these are pretty cool, and like I said, there's a lot more, so go check them out and see what you can. Weil Wetten, das funktioniert mit allem. Wetten, das funktioniert, ich glaube, wisst ihr, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine Seite mit den 200 besten Arnold Schwarzenegger-Zitaten und dann guckt man sich mal die Vault-Nummern an und vergleicht die mit Arnold Schwarzenegger-Zitaten und dann wird es da wahrscheinlich auch Übereinstimmungen geben. Ich suche jetzt danach. Best Schwarzenegger-Quotes. Schauen wir mal, ob wir da eine Liste finden. Es sind jetzt leider nur 20. Das ist zu wenig. Das klappt nicht. Aber gucken wir mal. Vault 13. Vault 13 ist die Vault, in der Fallout 1 spielt, startet. Denen geht der Wasserchip kaputt und die müssen überleben. Also die müssen, um zu überleben, Leute ins Ödland schicken, damit die einen neuen Wasserchip haben, weil sonst verdursten alle. Und der Vault-Aufseher muss die Entscheidung treffen, wer rausgeschickt wird, weil seinen wahrscheinlichen Tod, um alle zu retten. Jetzt gucke ich mal auf dieser Seite, die Radio Times heißt, das 13. gelistete beste Zitat von Arnold Schwarzenegger. Und schauen wir mal. I'm not a politician. I'm into survival. Ich bin kein Politiker, mir geht's ums Überleben. Aus The Running Man. Passt perfekt, oder? Kann man perfekt eine Verbindung herstellen. Vielleicht eben aus Sicht des Vault-Aufsehers. Er ist kein Politiker, ihm geht's ums Überleben. Es geht hier einfach nur darum, damit alle durchkommen. Er trifft die Entscheidungen. Er ist jemand, der die Entscheidungen zum Überleben trifft. Gibt's noch eine Vault, die wir kennen von den Nummern her? Was ist denn Vault City gleich nochmal? Was hat denn Vault City gleich nochmal für eine Vault? Vault City ist aus Vault 8 hervorgekommen, also eine Kontroll-Vault, die erfolgreich war und wo dann die Leute tatsächlich aus der Vault gekommen sind und eben eine Stadt errichtet haben und die floriert sind. Da ist das Zitat, "What a pain in my neck." Na gut, auch aus Running Man. What a pain in my neck. Na gut, das passt jetzt vielleicht nicht so gut, aber ihr seht schon, ne? Bei Vault 13 hätte es super funktioniert mit I'm not into politics, I'm into survival. Mir geht's nicht um Politik, mir geht's ums Überleben. Und das kann man perfekt auch umdichten. Es ist einfach random und man findet immer Übereinstimmungen, wenn man danach sucht. Und ich glaube, so ist es mit den Bibelpsalmen. Halte ich für Quatsch. Das war, ich schwöre, das war nicht vorbereitet. Schreibt irgendwas in den Chat. Schreibt irgendwas in den Chat. Mit 100 Zitaten von irgendwem oder was weiß ich was. Schreibt random was in den Chat und wir gucken uns das Zitat 101 und 111 und 13 an. Und ich wette mit euch, es gibt Sachen, man kann was reininterpretieren. Macht mal. Irgendwer schreibt mal irgendwas, was euch einfällt. Zitate aus einem Film oder von einer Figur oder von einem Schauspieler. Irgendwas. Es ist ganz egal. Ich habe das nicht. Ich habe bei Google eingegeben Top Schwarzenegger Quotes und das erste, was kam, habe ich angeklickt. Und da sind 18 Zitate, obwohl die Liste vorher 20 versprochen hat. Deswegen können wir uns leider nicht mehr angucken. Probiert selber aus. Es funktioniert immer. Wenn man Verbindungen sucht, findet man Verbindungen. So funktionieren die meisten Verschwörungstheorien. Wenn du mal eine Idee in deinem Kopf hast und du möchtest die beweisen und du suchst nach Beweisen, wirst du die finden, weil sie immer und überall sind, die Connections, die du herstellen kannst. Man wird halt dann sehr schnell blind für Gegenargumente.
Der Bunkerbewohner aus Vault 13 ist der Sohn von der Claire. Okay. Falls es zu random ist, sorry. Habe hier vielleicht aufmunterte Worte oder so ähnlich. Ist irgendwas Schlimmes? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, das Video wird dich aufmuntern. Dann schauen wir jetzt mal weiter, wie es weitergeht. Also, dass Bibelverse und Vault-Nummern wirklich übereinstimmen, halte ich für Quatsch. Can find. Christine is Veronica's lost love. Genau, da bin ich jetzt gespannt. Christine ist quasi die wir in Fallout New Vegas im... wie heißt der DLC gleich nochmal? Ich bringe die Namen immer durcheinander. Der mit dem Hotel, mit dem Sierra Madre. Der heißt aber nicht Sierra Madre, oder? Nee. Die ehemalige Paladin, glaube ich, oder so, die durch ihren eigenen ältesten Elijah quasi im Grunde in eine Falle gelockt wurde und vom Autodoc kaputt gemacht wurde und nicht mehr reden kann und so. Dead Money, dankeschön. Und jetzt bin ich gespannt, wer Veronica ist und warum die verliebt waren. This one seems less like a theory and more just like it's not stated explicitly. Veronica is a Brotherhood of Steel member, and so is Christine. They're both attracted to women exclusively. Christine says that Father Elijah forced her and her partner apart, while Veronica states love wasn't enough. Is this because Christine decided to leave the Brotherhood because of Elijah, whereas Veronica wanted to stay? There isn't like a ton of evidence to suggest they're connected beyond both of them being. Ich kann mich an Veronica nicht mehr erinnern, deswegen ist das jetzt gerade so eine Whatever-Theorie für mich, aber okay. Members and both of them being connected to Elijah, but that's already a massive connection. Like I said, it is a theory because it's not confirmed, but for me it seems heavily implied and kind of obvious. I wish we could have brought back Christine from the Sierra Madre and reunited her with Veronica or something. That just would have been amazing. Ich bin Transgender M2F, war vorhin einkaufen und habe da jugendliche blöde Sprüche gebracht. Ach, scheiß auf die Trottel. Ohne Witz. Scheiß einfach auf die Trottel. Es wird immer irgendwelche Vollidioten geben, aber das macht dich nicht weniger zur Frau, als du bist. Ich hoffe wirklich, dass in den nächsten Jahren die Akzeptanz da und die Aufklärung in der Bevölkerung sehr viel voranschreitet. Ich kenne sehr viele Menschen, die da sehr gute Aufklärungsarbeit leisten. Ich hoffe auch, dass ich auch bei Coffee Cake and Games mit Michael einen kleinen Beitrag leisten kann. Wir laden auch öfter eben gerade gezielt auch Menschen ein, die eben so Minderheiten angehören, wie eben zum Beispiel auch die Lilly Schote, die ja selber Transaktivistin ist, auch sehr gut und sehr erfolgreich auch, und versuchen auch der Normalisierung ein bisschen nachzuhelfen. Und das wird in den nächsten Jahren immer besser und besser, das wirst du sehen. Aber es ist halt einfach Arbeit und es braucht einfach Geduld und Leute sind einfach manchmal Trottel und das tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist, auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird besser. Und wird es auch bestimmt. Easy. But for now, I guess we'll always just have to wonder what was or what could have been. Moving on to the next tier and our first. Okay, wir kommen jetzt eine Stufe tiefer im Eisberg. Jetzt passt mal auf. Vanamingo Origins, also der Ursprung der Vanamingo. Da bin ich gespannt. Aus Fallout 2. Dazu wüsste ich jetzt gerade nichts. Ich weiß, dass die teilweise im Spiel Aliens genannt werden, was natürlich zu den Theorien führt, dass die Außerirdische sein könnten. Gucken wir mal, ob es da noch was anderes dazu gibt. Gabriel was the failed synth mind wipe. Damit kann ich gerade gar nichts anfangen. Gerne. Zombie-Piraten-Girl. Pam caused the Great War, die Theorie kenne ich auch, da gibt es tatsächlich Hinweise dafür. Boone Sniper Nest, okay. Multiple Lani, kann ich gerade auch nichts damit anfangen.
Und The Pin-Sized Slasher was real. The Pin-Sized Slasher ist ja, glaube ich, so ein Zeitungsartikel, den man in Fallout 3 finden kann. In den Ladebildschirmen oder so. Ich habe da nur noch so ganz graue Vorstellungen im Hinterkopf. Erinnerungen. Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir mal. Theory from that tier, the Wanamingos Origins. So what is a Wanamingo? Wie war denn eure Woche so? Also Verzeihung, meine Woche kann ich dir sagen, bis jetzt war crazy. Wir renovieren gerade ein Haus und letzte Woche waren wir da Vollgas am Arbeiten. Das war richtig krass, jeden Tag 10 Stunden echt reingepowert. Finde ich auch ganz schön. Ich mag so körperliche Arbeit eigentlich gerne. Dadurch, dass ich den ganzen Tag hier sitze und auch so Büroarbeit die ganze Zeit mache im Grunde und Videos mache, finde ich das schön, wenn ich so in gewissen Phasen so Arbeiten habe, die körperlich sehr anstrengend sind. Aber geschlaucht hat es mich schon ziemlich. Und gestern im Grunde, war ja Anfang der Woche erst, logisch, ist ja heute erst Dienstag, war ich noch mal im Haus und habe 12 Stunden lang fast ununterbrochen, ich habe mir als Pause eine Folge Mandalorian angeguckt, aber ansonsten habe ich über 11 Stunden quasi Tapete von den Wänden gekratzt. Und ich habe heute den ganzen Tag, was ich echt lustig finde, voll Muskelkater in den Zeigefingern, weil ich halt den Spachtel immer mit dem Finger gegen die Wand gedrückt habe. Das Gefühl kenne ich nicht. Muskelkater in den Fingern fühlt sich weird an, als wären die irgendwie geschwollen und taub und es zieht komisch. Aber ja, so ist das. Aber ansonsten sehr gut, sehr produktiv. Bingo. Well, they're alien-looking creatures from Fallout 2 that seemingly come out of nowhere and have zero background. And when the player character first encounters them, they are labeled as aliens. But as you enter their underground burrow, their name actually changes to the Wanamingo, as the character is assumed to have realized they're not actually aliens. From my research, I learned that they hatch eggs and they have a large queen, and they also have a hive mind mindset. They're also bipedal creatures that kind of look like the xenomorphs from Alien. Like I said, they have no specific canonical background in the games or any references about their past. But the Fallout Bible, which is considered by most non-canon, does state that they are FEV experiments created by either the Enclave or the Master potentially. Okay. Anscheinend gibt es in der Fallout Bible, sagt er, falls ihr nicht Englisch könnt und nicht mitgelesen habt, dass laut Fallout Bible das wahrscheinlich FEV-Experimente sind, vielleicht von der Enklave, vielleicht vom Meister. Ich meine, dass die irgendwas mit FEV zu tun haben, ist relativ obvious. Davon kann man ausgehen. Und dass die vom Design her so ein bisschen Xenomorph-Referenzen sind auch. Ja, haben wir tatsächlich, Bruhan, nach langer Suche, haben wir es jetzt tatsächlich gewagt und haben das jetzt entrümpelt und sind gerade am Renovieren und das wird die nächsten Monate noch viel Arbeit, aber ich habe auch wirklich Bock drauf und viel Spaß dran auch. Das wird cool. Regardless, their origin will remain a mystery unless Bethesda includes them in a future title. Pam caused the Great War. Und das können sie theoretisch nicht machen, weil die ausgestorben sind. Das offizielle, also zumindest, wie ist das bis jetzt der offizielle Kanon? Mal gucken. Okay, Pam hat den großen Krieg verursacht. This one has gained a lot of traction because of the YouTuber Juicehead, who I'm sure you guys already know. He's awesome and he made a video about Pam actually orchestrating the bombs being launched. He bases his theory on the fact that Bethesda themselves said the theory is on Reddit, and Todd Howard confirming that there is a secret on a terminal that no one had been able to find yet. If you guys want a detailed breakdown of this theory specifically, I would go check Das kann auch ein bisschen dauern, aber vielleicht, ja. out his videos on this specific topic. The theory basically states that Pam, who basically predicts outcomes on things by using insane factors, was being used by the US government to determine when the Great War would have been coming and help the government preempt it. Pam says herself that her outcomes can have a extremely high margin of error due to humans being unpredictable organisms. This then leads to Pam feeding the US government false data of the Chinese government sending nukes first, which then leads to the US sending nukes after, and then them actually starting the Great War. Now, like I said, this is a great video, and he does dive into more details of how this could happen, but while researching the theory, I came across a lot of points that kind of debunk it as well. We know that in canon, California had no time to respond because they were the first ones hit with the nukes.
So why isn't it that if Pam had doctored the data, the US government couldn't have warned California before the nukes actually hit them? They would have had enough time because the nukes weren't actually on the way yet. Black Mountain also states that the Chinese satellites were going ballistic right before the nukes had launched and made no mention of the US sending nukes. They wouldn't have reported any change if the US had fired first. We also know that the Enclave is on the oil rig at the time, and they would have also seen the nukes firsthand, and the president was also on the oil rig as well. He states that China actually fired first, but then again, that could actually be propaganda. Who knows? Eben. Ich glaube auch, das ist Absicht. Ich glaube, Bethesda und alle anderen, die irgendwie mit dieser Lizenz was zu tun haben, streuen absichtlich streuen absichtlich immer wieder verschiedene Anhaltspunkte und Andeutungen in den Raum, wer wohl die Bomben geworfen hätte können. Waren's die Amerikaner, waren's die Chinesen, war's Pam, waren's die Aliens, die Zeta-Aliens? Man weiß es nicht. Es gibt, oder eine gelangweilte KI, wie in Fallout 2 angedeutet wird, die einfach nur aus Spaß sehen wollte, was passiert. Es gibt immer wieder neue Theorien und immer wieder neue Anhaltspunkte und ich glaube, das ist ganz bewusst so, dass es hier keine konkrete Antwort gibt. Regardless, this is one of the most interesting theories in Fallout lore, and just when everyone thought it was solved, we're right back to debating. Anyways, I spent far too much time in that theory, so I'm gonna bust out these next ones pretty quickly, just giving you the rundown. And yes, I know I said that before, but come on, we're having fun here. Multiple Lanius. This theory suggests that there are multiple Legate Laniuses running around because having only one general with such a large force would be almost impossible for any army. Okay, why not? Hi Dr. Etty, ich weiß jetzt nicht genau. Bin gespannt, ob da noch was kommt, um das zu untermauern, aber es ist jetzt auch so eine Theorie, wo ich sage, ja, kann ja sein, dass es mehrere von den Caesar-Generälen gibt. Keine Ahnung, was da jetzt so mindblowing ist. This theory is based in the fact that he seemingly cannot be killed and is a monstrosity that all men in the Legion fear. You wouldn't want to lose such a prominent figure, so if he did in fact perish, you would cover it up and place the helmet on the next biggest dude. There's no real basis for this theory beyond those points, but it's definitely interesting to think about Legate Lanius being dead several times over and someone then taking up the helmet for themselves. I wouldn't put it past Caesar to also think of this. Interesting to think about. Naja, okay, gut. Das ist jetzt aber wirklich nur reine wilde Spekulation. Boone's Sniper Nest. So there's a sniper's nest that overlooks Cottonwood Cover. There isn't much there besides some mugs and a lockbox that contains a mint condition sniper rifle from the Gobi campaign. This place is actually theorized to be the place that Boone took the shot and put his wife to rest. Aha, okay, na gut. Das könnte ja durchaus sein, ne? Dass das hier der Ort ist, an dem sich Boones tragische Hintergrundgeschichte entfaltet. Aber kann halt auch nur irgendein random Sniper-Nest sein oder so, man weiß es nicht. Aber gut, auf die Theorie lasse ich mich ein. Some speculate that this seems strange that Boone would track the slavers as far as he did, drag all those materials up to the spot and create a nest just to shoot his wife. Seems odd and far-fetched, as he could have just taken the shot on like a hill or across the river. Stimmt Who auch knows wieder. where? He's a good shot. But there is some validity to this one. There is a note that can be found at Camp McCarran on Ronald Curtis's desk that informs the reader of the location of this exact nest. So maybe Boone knew the location of this nest before. Eben, ich glaube das auch eher, dass das halt einfach irgend so ein NCR-Sniper-Nest ist. Kann ja sein, dass Boone das vielleicht sogar benutzt hat, aber ne? And he used it to actually take the shot, leaving the mint condition sniper behind so that he no longer had to use it or think about it. The pint-sized slasher is real. The pint-sized slasher was a pre-war 21st century child serial killer who wore a sinister clown mask. And when I say child serial killer, I don't mean he killed children. He is a child. He also wore a white striped shirt with jeans and used a large chef knife as his signature killing tool. The player is able to pose as this killer in the Tranquility Lane quest, activated by entering Vault 112 with the ability to kill all residents of the small cul-de-sac. It was apparently a myth that was used to scare children that misbehave. Or was it?
If you enter room 1K in the Homestead Motel and Point Lookout DLC in Fallout 3, you will find a peculiar mask. The pint-sized slasher's mask, clearly meaning he's real. Kidding. In a terminal found in the Parsons Asylum in Fallout 4, it talks about a homicidal 10-year-old, which seems pretty bleak. Seems even weirder that there's a myth in DC that involved a homicidal child that would go around killing people in a Halloween mask. So maybe Bobby's identity and murders were sensationalized by the media and parents ran with the story across the East Coast to their kids. Now on the other end of the spectrum, this could have definitely happened before the slasher's time, since it says Bobby Smith is a local in Boston. But maybe if Jack was preoccupied with his father Lorenzo during the time, the murderer could have escaped and then fled to DC. But I guess we'll never know. Just keep one eye open and looking about halfway towards the ground. Na gut, okay. Just in case. Das ist aber optional in Tranquility Lane, oder? Das habe ich auf jeden Fall nie gemacht, keine Ahnung. We've made it to the next tier and things start to get a little funky, but nothing that seems totally... Du kannst auf der Fallout 5 definitiv Fallout 4 spielen. Ich glaube, Fallout 3 und Fallout New Vegas wurden leider nie irgendwie mal remastered oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht eventuell in diesem PlayStation Plus Ultra Streaming Dings dabei sind. Ne, das könnte sein. Da bin ich mir nicht sicher. Aber Fallout 1 und 2 wirst du leider ziemlich sicher nur auf dem PC spielen können. Oder meine Let's Plays dazu gucken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gucken wir mal Tierstufe 5. Die Cetana haben die Erde genukt, mit Atombomben beworfen. Genau, die Theorie ist die mag ich persönlich, aber gucken wir mal. Und die wahre Ursprungsgeschichte von Chat. Da bin ich auch gespannt. Genau, die gibt es nur als Cloud-Version. Die 3 und New Vegas auf der PlayStation 5. Das ist wirklich ein bisschen schade. Wenn die schon so lange kein neues Fallout bringen, könnten die doch eine schöne Fallout Collection mal rausbringen, oder? Mit so kleinen Remaster. Muss ja nichts Aufwendiges sein, aber so kleine Remaster von New Vegas und 3, das wäre schon schön. Oder sie gehen den Full Way und machen so richtige Remakes von 3 und New Vegas. Das wäre natürlich noch schöner. Oder sogar ein Remake von 1 und 2. Das wäre natürlich der Hammer. Ich wäre schon mit so einer kleinen HD-Sammlung zufrieden. Totally tinfoil hat yet. Don't worry, I'll let you know when to throw one on. First theory is that the Zaytans are the ones who actually nuked the Earth. This one is hard to really believe because it goes against the entire point of Fallout. That humanity effectively destroyed itself because of its own destructive nature. There is no actual in-canon lore to suggest they did this anyways. But where this theory ultimately stems from is some cut content. Oder lassen Modder Fallout 3 und New Vegas in 4 nachkreieren. Ja, genau, das sind halt aber so immer diese großen Mammutprojekte, von denen nur ganz, ganz wenige tatsächlich das Tageslicht erblicken. Content from the Mothership Zeta DLC in Fallout 3. The cut content suggests. Ich glaube halt, es ist halt ziemlich unwahrscheinlich, weil wenn die Cetana die Erde zerstören wollen würden, dann würden sie doch ihre modernen Superlaserwaffen benutzen, wie wir sie auch selber im DLC benutzen dürfen, um die Oberfläche der Erde einfach mit ihren Lasern zu killen. Es sei denn, sie wollen die Erde vielleicht terraformen für sich selbst, aber warum dann nach dem Fall der Bomben 200 Jahre lang warten und weiter beobachten? Das macht alles nicht wirklich Sinn. Aber yeah, why not? That the Zaytans abducted a general and forced him to give them the launch codes to the nukes. Like I said, it never made it in the actual cut of the game, but it is interesting to note that Bethesda was considering the possibility. I'm not saying they were planning on making the Zaytans the cause of the Great War, but maybe they were trying to show that they had some sort of influence on it. Regardless, the only other possibility that could confirm this theory is that when the mothership arrived, it launched several smaller ships. These could then be picked up on US military radar, and that it maybe led to the US believing it was China launching their nukes. Something to think about. The last theory in this tier is the true origins of Jet. This one is probably more likely explained by... Jetzt bin ich sehr gespannt, weil in Fallout 4, glaube ich, ist Bethesda ein kleiner Lore-Fehler passiert, weil in Fallout 2
sich recht prominent eigentlich drum gekümmert wird, also angesprochen wird, dass Myron hier Chat erfunden hat, im Nachkriegszeitalter erst. Also 200 Jahre fast oder über 100 Jahre nach dem Fall der Bomben. Und eine wichtige Komponente von Chat ist Brahmin-Mist, also beziehungsweise eine Chemikalie, die sich aus Brahmin-Mist bergen lässt. Ob die auch schon in Kuhmist ist, wer weiß es, aber auf jeden Fall spricht alles, ne? Es gibt keinerlei Hinweise, dass es sowas wie Chat schon gab, bevor er das erfunden hat. Und in Fallout 4 findet man Chat, wenn mich nicht alles täuscht, auf einem Terminal, auf einem Vorkriegsterminal, in der Inventarliste vom Militär oder irgendwie sowas. Und ich glaube, da wurden irgendwie so Erklärungsversuche von den Fans bemüht, um irgendwie zu erklären, warum es doch schon Vorkriegschat geben könnte. Und interessanterweise gibt es aber, glaube ich, in Fallout 76 kein Chat. Was auch gameplay-technisch Sinn macht, weil es gibt ja auch in Fallout 76 keinen Reds-Modus, also zumindest keinen, der die Zeit verlangsamt. Und die Zeit verlangsamen ist in dem Online-Spiel halt immer schwierig auch und so weiter, ne? Vielleicht. Aber ja, gucken wir mal, was er dazu zu sagen hat hier. Bethesda retconning a few things from the previous games, but let's look into it anyways. In Fallout 2, a man named Myron is the creator of Jet. Guck, das ist interessant, da merkt man, dass ich halt so ein Oldschool-Fallout-Fan bin, weil er sagt halt, die haben das geretconnt, also umgeschrieben, und jetzt gab es Chat offiziell schon vorher. Aber für mich ist ganz klar, dass die einen Fehler gemacht haben. Die haben das nicht umgeschrieben, die können das nicht umschreiben. Das ist ein integraler Bestandteil der Lore. Das kann Bethesda nicht verändern. Die können da machen, was die wollen. Die können das nicht einfach umschreiben. A drug that is used in the Fallout universe. Later on, after Bethesda bought the rights to the series, they introduced Jet on the East Coast in Fallout 3 and in Fallout 4. But in Fallout 4, there's several pre-war terminal entries talking about Jet. For example, one terminal in the Vault-Tec office building had an entry from an employee who found out that Jet was being shipped to some of the vaults. So how could Myron claim to have made Jet if it was already being made before the bombs ever fell? So either A, Myron recreated Jet by figuring out a remarkably similar formula, or B, he lied and just wanted people to believe he was the one who created it. Muss man fairerweise sagen, das wäre was, das würde zu dem Charakter passen. Myron wäre definitiv jemand, der eine alte Erfindung quasi zu seiner eigenen macht und sagt, ja, ich habe das erfunden. Ist schon wahr, aber trotzdem. But instead had the pre-war formula all along. I like to believe Myron created a drug from Brahmin shit, as we know, and just figured screw it, I'll just call it Jet. Seems pretty Fallout appropriate. Or maybe it was just a Bethesda employee that didn't know the true origins of Jet when writing in the terminal log. It's not as fun to think about, but Occam's razor can be a bitch. Eben, das ist halt wahrscheinlich die echte Erklärung. Also das ist ziemlich sicher die echte Erklärung. Wer auch immer diesen Terminal-Eintrag geschrieben hat, hat sich keinerlei Gedanken gemacht und wusste nichts von Fallout 2. Sometimes. Now we're getting on to the last three. Okay, Tier 6. Jetzt kommen wir schon in die tieferen Abgründe. Boone in Fallout Tactics. Da bin ich aber mal sehr gespannt, wo die Boone in Fallout Tactics entdeckt haben. No Bark is the Chosen One. Das ist eine interessante Theorie, dass eine Figur, die man in Fallout New Vegas treffen kann, eine Nebenfigur, eine Randfigur, eine unwichtige Figur, das auserwählte Wesen aus Fallout 1 ist. Es gibt tatsächlich so ein paar kleine Dialogfetzen von No Bark, die sehr gut passen würden. Aber wie vorher schon mit den Bibelversen, ne, immer vorsichtig mit sowas. Aber es ist eine schöne Theorie, über die man nachdenken kann. The Mysterious Stranger is an Eldritch Entity. Mit der Theorie habe ich mich ja auch auf meinem Kanal schon öfter befasst. Also, dass das mysteriöse Wesen irgendein uraltes, göttliches Wesen ist oder irgendetwas, das sehr mächtig geworden ist. Ich finde, ich habe da die perfekte Timeline und Theorie für den mysteriösen Fremden mittlerweile gefunden. Ich glaube, ich habe seine Identität geklärt. Ich mag die Theorie. Fallout 76 ist eine Simulation. Da gibt es Hinweise in Fallout 76, die das andeuten. Und Vault 11 Survivor Candidates. Vault 11 Survivor Candidates. Das weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Eine Sache hat er durchgestrichen, das heißt, die wird er in diesem Video nicht behandeln. Und zwar, Vulpes Inculta is just a really bad spy.
Okay. In Fallout New Vegas. Na, weiß ich jetzt nicht. Aber schauen wir uns mal die anderen an. 3 tiers. There are absolutely loads of theories in these tiers, and they get super weird. Some of the theories have such a small basis for which they are created that I would mostly be speculating on the theory's behalf if I wanted to dive more into them. So on that note, I'll just tell you about the theory, where it comes from, and my own personal thoughts instead of making some wild claims and accusations. I am no Fallout master by any means, and I never claim to be. I could definitely be wrong on some of these theories' origins or facts because they're so subtle and vague, but I tried to do the best research I could for you guys, so just forgive me if that's the case. Let's move on to the next tier, and the first theory, Boone is in Fallout Tactics. I bet my boss will give me all the promotion and props I need after I bring him some Brotherhood slaves. Let's see what you trained monkeys can show little old Horace. This one is dumb and probably shouldn't be on the list. I tried to find any semblance of anything, and the only thing I could find is this clip I just played for you. The voice actor for Boone, Jason Marsden, also plays this character in Fallout Tactics. Achso, weil der gleiche, Verzeihung, weil der gleiche Synchronsprecher sowohl in Fallout Tactics als auch in Fallout 3 vorkommt, für Boone eben. Das ist also die Theorie, warum Boone in dem Spiel sein soll. Ja, naja, weiß ich jetzt nicht. Die Zetas sind doch in Bielefeld, das weiß doch jeder. Ja, das stimmt natürlich, aber Bielefeld gibt's ja gar nicht, deswegen ja, ist alles nicht so leicht. Tactics. So no, this isn't Boone. Fun fact, he also voices Myron from Fallout 2, who we just talked about. Ultra fun fact, he also voices Goofy's son Max Goof in the Goofy movie. So yeah, that's pretty rad. The mysterious stranger is an eldritch god. This mostly stems from an Das glaube ich nicht wirklich. Meine Theorie ist, dass der mysteriöse Fremde mal ein Mensch war, ne, ein Wissenschaftler, in Fallout 76 eingeführt, der Mann von der Schauspielerin, die wie heißt sie, die Mistress of Mystery gespielt hat. Und der wurde im Grunde zu einem gottgleichen Wesen. Aber das ist eine lange Geschichte. Gucken wir mal, wie er die hier kurz zusammenfasst. Beziehungsweise wird er nicht auf meine Theorie eingehen, wahrscheinlich. Interesting description in the Fallout 3 game guide that describes the mysterious stranger as an odd eldritch entity, which is really weird and makes no sense being in the game guide unless they're just using it as a metaphor. Really strange. From what I could find about the theory is that the mysterious stranger is a god because he appears during death to help you defeat your opponent. If you know a bit about Fallout lore, you know there are tons of references and comparisons to Lovecraft. Weißt du aber wirklich, ohne Witz, Leute, das ist eigentlich nicht mal eine Theorie hier. Das ist tatsächlich wirklich ein echter Auszug aus dem offiziellen Fallout Guide, der übrigens in sämtlichen, um mich mal kurz selbst zu loben, wobei Michael die ganze Arbeit gemacht hat, muss ich sagen, aber der in sämtlichen Fallout-Wikis und in sämtlichen Fallout-Lore-Videos, auch mein eigenen, muss ich zugeben, falsch zitiert war, weil irgendwer sich vor mittlerweile fast, ich glaube 5 Jahre oder so, war das überall falsch aufgeschrieben. Da stand Meet the Mysterious Stranger, aka Farmer, an odd and eldritch entity. Und dieses aka Farmer steht halt nicht im Original-Guide, aber das ist über Jahre hinweg niemandem aufgefallen, bis dann eben Michael und ich für die GameStar einen Artikel drüber gemacht haben. Und dann haben wir geguckt und in den Original-Guide geguckt und gemerkt, Moment mal, diese Information, dass der Farmer heißt, stimmt ja gar nicht. Und dann, haben wir das aufgedeckt. Investigativ. Sehr schön. Really strange. From what I could find about the theory is that the mysterious stranger is... Aber was ich sagen wollte ist, das ist ja nicht mal wirklich eine Theorie, weil wenn im offiziellen Fallout 3 Guide steht, Meet the Mysterious Stranger, an odd and eldritch entity. Er ist eine seltsame und alte Entität. Dann ist das offiziell. Es steht nicht genau da, was er ist, aber er ist irgendwas Seltsames und Uraltes. Really strange. From what I could find about the theory is that the mysterious stranger is a god because he appears during death to help you defeat your opponent. If you know a bit about Fallout lore, you know there are tons of references and comparisons to Lovecraftian lore. This includes the Dunwich Building and the Burrows and several others.
The mysterious stranger has been theorized for as long as he has existed, and there are loads of videos based solely on this character. As far as an eldritch entity goes, I don't know about that one. It is in the official game guide though, so maybe it is true. Bet no one expected that. Oh, and also the guide calls him Farmer, and no... Ha, da ist es nämlich. Ich habe mir nämlich schon gedacht, ob die Information in dem Video noch drin ist. Der Guide nennt ihn überhaupt nicht Farmer. Das ist eben die Fehlinformation, die weit verbreitet ist, immer noch. That's not his... Von wann ist denn das Video? 1 Monat erst alt. Das haben wir eigentlich schon lange geklärt, aber nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern das wurde dann auch in den englischsprachigen Wikis eigentlich für richtig gestellt. Occupation, but actually his name. So maybe this is Farmer, and he's a god. Cool. Fallout 76 is a simulation. This one is really cool and something that I could definitely get on board with. I'm not a huge fan of 76, but I have no issues with others playing the game. I myself haven't gone through the story, but I'm definitely interested in some of the lore that they've created. Regardless, I have played a little through the story, and as I understand it, the premise of the Vault Dwellers in 76 is to leave the vault and rebuild the world, or at least the Appalachian Waste. There's no concrete proof to suggest this is a simulation, but some people are positive that the game will be referenced in Fallout 5 as a simulation, and that it was made to train individuals that leave the vaults on how to survive and rebuild in their environments. The rebuild objectives, the random events and occurrences that happen over and over again, the interaction with the other vault dwellers seemingly being positive and goofy, almost like they're taking things lightly and aren't in complete danger of dying at every moment. The addition of new NPCs showing up out of nowhere to progress a storyline. Is this a simulation made at the Vault-Tec College for students to interact with? But while there are definitely some points to be made for the confirmation of the theory, there are a whole host against it as well. Like far more. Like way more that I won't even list them all. How would Vault-Tec know about all the monsters that actually exist in Fallout canon, like the Mirelurks, ghouls, etc.? How would they know that bottle caps would become the currency? How does Shannon Rivers, aka the Mistress of Mystery, have pre-war emails from Kent the Ghoul in Good Neighbor? How would it even be possible to simulate all that? It just doesn't click. Unless... what if the simulation is occurring during the present of the Fallout universe, similar to Tranquility Lane? What if it's a bunch of Vault residents stuck in a simulation that pulls references from the real world through an AI or something like that? But then again, maybe not. See how fun it is to theorize? But I do wonder why the events from Fallout 6 are never mentioned in Fallout 3 and 4. You would think that all these people rebuilding the Appalachian Mountains would get noticed. Das ist halt so eine Theorie, ne? So diese Theorie, dass Fallout 76 nur eine Simulation ist, ist eine schöne Theorie. Ich mag die. Aber die gibt es im Endeffekt auch nur, um so ein bisschen die Fehler zu erklären, ne? Um so ein bisschen das zu erklären, dass Fallout 76 in vielen Details und auch so vom Feeling her nicht so wirklich gut in die Fallout-Lore passt. Schon alleine eben, wie er schon gesagt hat, dass es in anderen Fallout-Teilen, die teilweise ganz in der Nähe spielen, keinerlei Bezüge zu dem gibt, was in Fallout 76 passiert ist. Das heißt, er spielt ja auch lange Zeit vorher. Das heißt, es könnte sein, dass alles, was wir in Fallout 76 spielen, einfach zu einem katastrophalen Ende kommt. Am Schluss fällt doch noch eine Atombombe drauf und alle sind tot und deswegen erfährt man nichts drüber, was da passiert ist. Aber ansonsten müsste da halt in den letzten 100, 200 Jahren sich in Appalachia eine neue Zivilisation entwickelt haben. Und das müsste man mitbekommen haben. Und. Ganz viele Probleme im Fallout-Kanon, in der Fallout-Lore mit Fallout 76. Wenn es eine Simulation wäre, wären die alle gelöst. Ich glaube, deswegen ist die auch so beliebt, die Theorie. Aber ist halt natürlich, wie er aufgezählt hat, aus vielerlei Hinsicht problematisch. Und wahrscheinlich nicht wahr. Aber ich mag sie auch. Nobark Noonan is the Chosen One. So if you didn't know, the Chosen One is the title of the player character from Fallout 2. So essentially the character that you choose to play as, and this theory suggests that Nobark from Novak is actually that character. Genau, ich habe vorher Fallout 1 gesagt, ne? Es ist natürlich die Hauptfigur aus Fallout 2. Es würde auch zeitlich gar keinen Sinn machen sonst. Yeah, I'm not kidding. We'll just see about that.
You come any closer and I'm liable to stick you with my sticking knife. Old Sticky's feeling mighty ornery this day. On the New Vegas map, you'll find a wrecked vehicle in a location marked Wrecked Highwayman. This seems to be a reference to the car you can repair and drive around in Fallout 2. The interesting part about this car is that it's located right outside of Novac. See where I'm going here? We know that Fallout New Vegas takes place 40 years after the events of Fallout 2. This would put Nobark at the right age for how old the Chosen One would be. Obviously, that would depend on how old the players made the Chosen One, but he'd probably be somewhere in the ballpark in the range of 60 to 70. Now this gets a little more wild when you realize that you can find a gun called That Gun in Novac that looks almost identical to the one the Chosen One uses in Fallout 2. Spooky, right? So what about Nobark? Well, if you don't know Nobark, then you don't know what he's like. He's a, interesting guy. He claims to have been stung multiple times in the head by rad scorpions, which is why he doesn't remember much from his past life. I'm inclined to believe him. Well, says Nobark, we got a chupacabra with an automatic weapon. He also references some eerily similar things that occurred in Fallout 2. He says he learned magic from a talking cave rat. The Chosen One talks to a rat in Fallout 2. He says that Benny was captured by aliens because of his checkered suit and that aliens can't see very well. This could be a reference to the Wanamingos in Fallout 2 that we already talked about. Das ist halt wirklich cool, ne? Hi, Chaps-On. Das ist halt wirklich cool, weil ich glaube, das ist kein Zufall. Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass Obsidian hier die Hauptfigur aus Fallout 2 unbedingt auch in New Vegas wirklich einbauen wollte und dass das wirklich Hinweise sein sollen, dass es so ist. Aber ich glaube, die haben da schon sehr bewusst alles als Easter Eggs und als Andeutungen für genau solche Theorien eingebaut. Ne? Weil man muss halt sagen, Nobark redet sehr viel Wirrszeug. Der redet sehr viel Quatsch und quasselt ganz viel vor sich hin. Und nur einige wenige Sätze aus diesem sehr viel wirren Zeug lassen sich sehr gut auf Fallout 2 anwenden. Und dann eben der Highwayman, der kaputte, das Auto aus Fallout 2, das sind alles schon sehr schöne Indizien. That have no eyes or terrible vision and only can see in checkers. He's also loaded. Every time you play him in Caravan, he has 1,000 chips. Coincidence? I think not. The Vault 11 Survivor. I don't want to dive too deep into the actual Vault 11 experiment, but I'll give you the background on the survivor from the Vault on the wiki, so you know a bit of what I'm talking about. After the conclusion of Vault 11's civil war, only 5 people were left alive. The survivors refused to continue the experiment, expecting to be killed. Instead, the vault door opened, and they were informed that they had done the American thing, not sacrificing their peers. Traumatized by this information, they either killed themselves or were killed by one another, with the exception of one individual. A gun drop to the ground can be heard, followed by the last individual sighing deeply and walking away. If you guys want to know more about Vault 11, look it up. I think it's one of the most interesting vaults to date, but regardless, who is the survivor and where did they go? Lots of people theorize it could be Nobark since the vault... Okay, Moment. Achtung, ich mache kurz mein Arnold Schwarzenegger-Experiment. Mein Arnold Schwarzenegger-Zitat-Experiment. Schauen wir mal. In Vault 11 gab es einen Bürgerkrieg und nur 5 Leute waren am Schluss noch übrig, die überlebt haben. Ah, ich verstehe. Ich weiß schon wieder, welche Vault das war. Das war die Vault, in der eine KI gesagt hat, ihr müsst in regelmäßigen Abständen einen von euch töten. Nur so dürft ihr alle weiterleben, alle anderen. Bis dann irgendwann die letzten 5 sagen so, ne, wir machen den Scheiß nicht mehr mit, bringen uns einfach um. Und dann sagt die KI, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen, ihr dürft jetzt raus. Das war alles nur ein Test. Und jetzt gucke ich mal in meine Liste von Arnold Schwarzenegger-Zitaten und guck mir mal die Nummer 11 an, was wir da für ein Zitat haben und ob wir das auf die Vault 11 beziehen können. Das Zitat ist Knock Knock. After smashing a door down in Predator. Ja, okay. Das passt jetzt in dem Fall vielleicht nicht so gut. Aber bei Vault 13 hat es ja sehr gut funktioniert. I made my point, würde ich sagen. I made my point. One another,
with the exception of one individual. A gun drop to the ground can be heard, followed by the last individual. Now we're moving on to the last two tiers, and this. Okay, die letzten zwei tiefsten Ebenen. Jetzt passt mal auf. Es gibt jetzt in der vorletzten Ebene The Cat Vault. Ich schätze mal, die Theorie bezieht sich darauf, dass im Fallout 2 erwähnt wird, dass Katzen ausgestorben sind und im Fallout 4 sind ganz viele Katzen. Also gab es wohl irgendwo eine Katzen-Vault. Ist meine Theorie. Ich weiß nicht, vielleicht wird sich das noch zeigen oder wird dann noch eine ganz andere Theorie angesprochen. Mike Fraser founded the White Glove Society. Keine Ahnung. Vault 111 Scientists were the Variables. Warte mal, Vault 111 ist die Cryo Vault und die Wissenschaftler in dieser Cryo Vault waren die Variablen. Kann ich jetzt gerade nichts damit anfangen. Die Vaults were intended to prep for space travel. Das ist sogar eine Theorie, die vor kurzem erst, wahrscheinlich bezieht es sich darauf, von Dingsy hier, einem der Fallout-Urväter, mir fällt der Name nicht ein, bestätigt wurde. Also zumindest war das der ursprüngliche Gedanke, die ursprüngliche Idee, die hatten. Das wurde in Fallout 1 und 2 nie erwähnt, aber es war quasi so der Big Reveal, wahrscheinlich dann für in Fallout 3, wo es auch ja darum hätte gehen sollen, dass die Enklave ins Weltall fliegen soll, dass die Vaults im Grunde alle nur dafür da waren, dass Raumfahrt oder das Kolonisieren neuer Planeten möglich ist. Und die Experimente waren im Grunde alles Experimente, die untersuchen sollten, wie ist es denn, wenn Leute in so großen Kolonieschiffen, die über hunderte von Jahren zu anderen Sonnensystemen fliegen, eingesperrt sind auf engstem Raum. Und was muss man da beachten und wie reagieren die psychologisch und so weiter und so fort. Ne? Das macht alles sehr viel Sinn. Was denkst du über das Ganze, was ich schreibe? Nicht viel. Es ist ein weirdes Roleplay, das du betreibst. Aber wenn es dir Spaß macht, dann mach es bitte. Aber spam nicht voll. Aber es ist okay für mich. Wie würde denn Civil War in der Weltraumtheorie passen? Wie würde Civil War in die Weltraumtheorie passen? Ich verstehe die Frage gerade nicht, Swedish Steel. Aber jetzt gucken wir mal weiter, worum es geht. This is where I suggest you put your tinfoil hats, or at least your spacesuits for the great beyond, because things are gonna get really wacky from here on out. The Cat Vault. This one. Vault 11 von eben. Ach so! Vault 11 von eben, dass die quasi Leute opfern mussten, wie das in die Weltraumtheorie passt. Naja, eben, die Weltraum, also diese Idee der Weltraum-Vault, die ist quasi eher aus Fallout 1 und 2 gewesen. Und das wurde dann später in Fallout 3, 4 nicht mehr berücksichtigt. Aber das könnte man bestimmt auch irgendwie begründen. Ob Menschen quasi die richtigen Entscheidungen treffen können, wenn, ne, stellen wir uns mal vor, auf einem Kolonieschiff kommt irgendwie es sind hunderte von Jahren Reise durchs Weltall, kommt irgendein Diktator an die Macht, der die eigentliche von Vault-Tech oder der Enklave festgesetzte Regierung auf diesem Schiff stürzt, der kapert dieses Schiff quasi, eine Meuterei, und der stellt irgendwelche Regeln auf, die nicht gut sind, wie zum Beispiel, dass Menschenopfer gebracht werden müssen. Schaffen es die Leute dann zu rebellieren? Haben die einen moralischen Kompass und können dem folgen und können das alles wieder zurechtbiegen? Und was muss gemacht werden, damit sie das können? Zum Beispiel, so könnte man auch die Vault 11 in diese Weltraumtheorie stecken und begründen.
kannst du dir vorstellen, dass die stählerne Bruderschaft irgendwann böse ist? Die stählerne Bruderschaft ist, finde ich, in Fallout 4 schon ziemlich böse. Also die gehören für mich zumindest zu den negativen Fraktionen, zu den antagonistischen Fraktionen. Die sind jetzt vielleicht nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, wie das Institut, aber die sind auch schon eine total kriegstreibende, ideologisch verblendete Fraktion in Fallout 4, die sehr faschistoid aufgebaut ist, die sehr, sehr auch menschenverachtend vorgeht, die Kindersoldaten zum Beispiel in ihren eigenen Reihen hat, die von der Bevölkerung des Commonwealth quasi Kriegsabgaben fordert, weil die ihren Krieg führen, der von der Bevölkerung eher, das ist ja ziemlich egal, was die Brotherhood macht, aber die holt sich die Vorräte von denen. Man könnte sagen, die plündern, die nennen es nur anders und so weiter und so fort. Also die Fallout 4 stellende Bruderschaft würde ich quasi schon als böse bezeichnen, wenn man es auf so einer gut-böse Skala bewerten würde. One is really strange and kind of funny that it made it on the list. It was hard to find anything about it, but I finally stumbled across what I believe the iceberg is referencing. Long before Fallout 4 came out, a leak came out about the game and some of the things that would be in it. For what it's worth, the leak was half correct, but some of the rest of the stuff was either made up or never made it into the game. And this is where the cat vault comes in. The leak references a vault full of cats in Fallout 4. Ja, in Fallout 1 und 2 waren die ja eher so ein bisschen neutral oder so. Weiß man auch nicht so recht. Die haben so ein bisschen ihr eigenes Zeug gemacht. Die haben Technologien gesammelt und gehortet. Und ich glaube schon auch so zum Wohle der Allgemeinheit, von wegen, okay, gefährliche Technologien müssen verstaut werden, gute Technologien, mit denen handeln wir und lassen die so ein bisschen rausdröbbeln, aber die waren auch eher so ein bisschen für sich sehr introvertiert. Ich würde sagen, die Fallout 3 stählerne Bruderschaft, die war so ein bisschen die altruistischste Version der Brotherhood of Steel, die wirklich aktiv rausgegangen sind, um Menschen zu helfen, was ja die stählerne Bruderschaft aus Fallout 1 erst macht, als die Kacke schon richtig am Dampfen ist und das auserwählte Wesen, der Vault Dweller schon genug Beweise gebracht hat und so weiter und so fort. Erst dann gehen die gegen die Supermutanten vor. Davor sitzen die halt in ihrem Bunker und machen so ihr Ding. Und stören niemanden dabei, aber lassen sich auch nicht stören, so ungefähr. I think people ingrained it into their brains as just being a thing after reading these leaks and waiting for the game. I found multiple people on Reddit asking if the Cat Vault was real or that they had heard of such a thing in the past games. I think this is kind of like the Mandela effect, and people are just misremembering past game quotes. Mr. House tells the Courier that cats have actually gone extinct. In Fallout New Vegas war es dann, dass Katzen ausgestorben sind. Ich dachte, das war in Fallout 2. Aber ich glaube, in Fallout 2 sagt einem das auch schon irgendeine alte Frau irgendwo. Aber vielleicht verwechsel ich's. Which, by the way, is not true, as we can see them from Fallout 4. This could be one of those references where people kind of put that into their minds and in the back of their minds, and it comes out differently when... Nee, warte mal. In Fallout 1 sagt einem, glaube ich, oder in Fallout 2, ich weiß es nicht, sagt einem, glaube ich, irgendein NPC, dass Vögel ausgestorben sind. Aber in Vault City hört man Vögel zwitschern. Ich glaube, das verwechsel ich gerade mit den Katzen. When they think about it. Anyways, really crazy one here. It doesn't really have any merits to exist, and I probably should have left it off the list, but there were some interesting parts about it. So there you go. Okay, es gibt also nicht wirklich irgendwie Hintergrund für die Cat Vault. Mikey Frazier founded the White Glove Society. This one comes out of left field and doesn't have much meaty content to cut into, but it appears that the theory stems from the fact that Mike Frazier, a character in Fallout 2, that sells meat and iguana bits with his father. Ach so, den meinen die. Das ist aber jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, wir werden es gleich hören, aber ich glaube, die Theorie ist im Grunde einfach nur, dass der Kerl, der in Fallout 2 Menschenfleisch verkauft, der Gründer der Gesellschaft ist, die in Fallout New Vegas Menschenfleisch isst oder gegessen hat und immer noch tut im Geheimen. Und ich glaube, das ist die einzige Verbindung ist, dass Menschenfleisch gegessen wird. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Bezüge gibt. Gucken wir mal. Is the founder of the White Glove Society.
If you don't know, the white gloves who stay in the Ultralux on the strip are actually cannibals, and were cannibals back in their tribal days. They've retained this little secret and still practice to this day. The only reason I could find that people may suggest that he's the founder of the tribe is because of the appearance right here. He seems to be sporting a very Okay. Es gibt noch eine kleine Übereinstimmung. Das muss man zugeben. Er trägt einen Smoking mit Fliege. Was für Fallout 2 Verhältnisse oder Retro Fallout Verhältnisse schon sehr ungewöhnlich und sehr nobel ist. Muss man zugeben, okay. very fancy and classy tux while selling his iguana bits. Maybe it's coincidental and maybe not. He doesn't say much to the Chosen One and has very few lines of dialogue. Die kannte ich tatsächlich noch nicht, aber das mit der Kleidung ist ein schöner Anhaltspunkt für so eine Theorie, finde ich gut. And all of the townspeople say Schöne Beobachtung. that he keeps to himself, selling meat, wearing fancy clothes, and a weird behavior. Where have I seen that before? That's an interesting thought, though. So be it. But we are all cannibals here. Or the Vault 11 scientists. Mir wird Werbung mit Kätzchen angezeigt. Endlich hat mich der Algorithmus verstanden. Wo? Wo wird dir Werbung angezeigt? Hier, auf Twitch. Actually, the variable. This theory Also Katzenwerbung. suggests that the scientists in Vault 111, the ones who weren't placed in the cryopods, were actually the ones being experimented on. Ah, okay. Das wäre zumindest nicht ungewöhnlich für die Fallout-Welt, dass in Wirklichkeit die Forschenden, die wahren Versuchskaninchen waren. To see how they would react when Vault-Tec never sends an all-clear signal and they're left wondering what to do. But maybe they never received an all-clear signal because it was never actually all clear. Regardless, the Vault was running fairly well and the cryopods seemed to be working relatively fine. Ist es nicht so, dass keine Vault jemals das All-Clear-Signal bekommen hat, weil Vault-Tec einfach nicht mehr existiert und nichts mehr raussenden kann? Is until Cornflakes Kellogg rolled in and killed everyone. I could show you the terminals in Vault 111 talking about why they aren't getting the all clear and so on and so forth, but you guys probably understand that part already. I think the meat and potatoes here is that some people think that maybe Vault-Tec had possibly two experiments going on. The scientists who were stuck in a vault with no way out, and if people were actually able to survive in cryo chambers. But why then have Vault 13? Vault 13's entire premise was to keep the vault door closed forever to see if the inhabitants could survive. Ja, das glaube ich jetzt auch nicht, die Theorie, dass das Forschungsteam quasi die Versuchskaninchen in Vault 111 waren. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, wie schon gesagt, ich glaube, niemand hat ein All-Clear-Signal bekommen. Ich überlege gerade, wie das mit Vault 8 war. Ob da irgendwann der Vault-Aufseher einfach gesagt hat, so, jetzt ist die Zeit abgelaufen, Ende, wir gehen raus. Oder, aber die Retro-Fallout-Teile haben da auch noch ein bisschen anders funktioniert. Diese ganze Vault-Tec-Experimente-Struktur wurde erst dann im dritten Teil so richtig eingeführt. Hallo, Ani! Survive forever underground, completely isolated and alone by themselves. Is that not the same experiment being theorized for Vault 111? I think the more interesting theory of 111 is the one that actually leads us into our next theory, where the vault's intended to prep people for space travel. This one actually has some substance to it, and not only that, this theory actually received some validity to it very recently. Tim Kaine, one of the original Tim Kaine, dankeschön. Mir ist der Name einfach nicht eingefallen. creators of the Fallout series, revealed on his Aber mein Namensgedächtnis, egal ob es Menschen oder Spiele oder was weiß ich sind, NPCs, das kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile. Das ist quasi nicht vorhanden. Mich wundert es, dass ich mich daran erinnern kann, wie meine Frau heißt. YouTube channel that the vaults initially had a much grander purpose. They were initially meant to send people to space, he said, hoping they would find a new planet to live on. I'll leave a link to the video below if you guys want to check it out. It was interesting to hear from the creator of Fallout that the initial purpose of the vaults was made to test space travel and surviving on a foreign planet. Kaine explained that getting the vault dwellers to space would be a multi-generational plan because they needed to figure out how to grow plants really well in an enclosed environment and ensure that the water being used was safe to consume. Does this really confirm the theory though? No, because they shifted gears with vaults later on in the design process. But maybe they kept this idea in the back of their minds, and so did Bethesda later on in the future.
You can obviously see some designs of experiments being incorporated into a space migration mission. Vault 111 and the cryopod shows that the Vault-Tec was testing if it was possible to place people into pods and see how long they could last. The Gex being created to terraform a wasteland or even a barren planet. Vault 13 and the long-term effects of isolation. Vault 81 focused on creating and curing a multitude of illnesses that could help with foreign pathogens on a new planet. I mean, if you look at almost every single vault, you can probably tie it into the idea of space travel. But like I said, with Tim Kaine seemingly confirming the purpose of the vaults were created with this idea in mind, then you can almost be sure that Vault-Tec had this premise somewhat in mind while creating the vaults. Maybe they scrapped the idea, or maybe it all went to plan and they left Earth into the stars. On to the last tier, and if you guys have... Und da kommt die nächste große Theorie, dass Starfield die Zukunft der Fallout-Welt ist. Wenn Starfield nicht explizit auf die eigene Vergangenheit eingeht und nicht explizit unsere heutige reale Welt referenziert und so weiter, werden das die ersten Starfield-Theorien sein, die es da draußen gibt. Die ersten Starfield-Fan-Theorien. Garantiert. Ich habe auch schon ein Video im Kopf, aber jetzt müssen wir erstmal den Release abwarten. Made it this far, I really appreciate it. I hope you've learned something new about Fallout, or you were at least entertained. If you did, please leave a like and consider subscribing for more Fallout and RPG Jetzt kommen wir in die letzte Stufe way, noch. let's hit Okay, gucken wir mal, was wir da alles haben. Kale Watcha Nai Conserva O. Was? Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Poseidon Nummer 18F. Kreide. Schrift. Fallout is a cosmic horror series. Okay, damit kann ich was anfangen. Da habe ich ja auch schon viele Videos drüber gemacht und der kosmische Horror spielt eine große Rolle in der Deep Fallout Lore, ne, so richtig tief. There are multiple mysterious strangers. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, ne, dass es viele verschiedene mysteriöse Fremde gibt und nicht nur einen. Ich meine, ja, tatsächlich verändert sich Aussehen und Alter des mysteriösen Fremden und auch Geschlecht durch die Reihe hindurch durchaus. Ja, genau, die Miss Fortune ist ja im Grunde auch, funktioniert ja auch sehr ähnlich. Mark is the mysterious stranger. Wer ist jetzt Mark? Nur werden wir rausfinden. Dogmeat is the real protagonist. Okay. Und New Vegas Space Program. Na, müssen wir mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Und eine Theorie, auf die geht er nicht ein, und zwar The Great Plains Dust Bowl. Kann ich jetzt auch nicht sagen, was damit gemeint ist. Aber gucken wir mal rein. Ich bin gespannt. in the final tier and the theories that truly make your head spin. Kale Watchene Conserva O. Also nochmal auf die Frage, ob die Bruderschaft mal richtig böse wird, weil du gerade nochmal schreibst, ich meine, die Bruderschaft findet die antike Artefakte und wird verblendet. Es ist ja tatsächlich so, dass es auch für die Bruderschaft quasi ein dunkles Ende in Fallout 2 gibt, wenn wie ist das genau? Ich glaube, wenn Dingsy stirbt. Wie heißt er denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Wartet mal schnell. Wartet mal schnell. Oh. Es gibt nämlich auf jeden Fall, das kann ich ja schon mal erklären, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die stählerne Bruderschaft entweder wirklich zu einem Quell des Wissens und des Fortschritts, der für das Ödland wird, und das quasi so das gute Ende, und das böse Ende ist tatsächlich, dass die zu einer religiösen, theokratisch-faschistischen Diktatur werden, die im Ödland als die stählerne Plage bekannt wird und die dann quasi alles gewaltsam erobert und vernichtet und ein grausames Zeitalter der
religiös motivierten Diktatur einführt. Und die genauen Bedingungen dafür, wann das Zweitere eintritt, die kann ich euch gerade nicht sagen, weil ich es gerade auf die Schnelle nicht finde. Aber es ist quasi angelegt durchaus in Fallout 1, nicht 2, natürlich in Fallout 1, dass es diese Zukunftsvision der Brotherhood of Steel geben kann. Da gucke ich noch mal ganz kurz, wartet mal schnell, ob ich das noch schnell hier auf die Schnelle finde im Wiki. Brotherhood of Steel. Genau, Rhombus. Wenn Rhombus lebt, dann hilft die stählerne Bruderschaft dabei, Menschen in der Mojave, nicht in der Mojave-Wüste, an der Westküste quasi mit ihren Technologien sich fortzuentwickeln und so weiter und so fort und alles ist gut. Wenn Rhombus allerdings stirbt, dann beginnt eine 20-jährige stählerne Plage und die neue kalifornische Republik wird quasi zurück ins finstere Mittelalter geworfen und es beginnt quasi also 20 Jahre nach Fallout 1 geht's los und dann beginnt ein 1000-jähriges Reich der theokratischen Diktatur unter der grausamen Herrschaft der neuen stählernen Bruderschaft, die entsteht durch den Tod von Rhombus. Das ist das, was ich gesucht habe. Dankeschön, Wiki, für diese Information. Also ja, das erste Ende ist übrigens das kanonische Ende, wie wir in Fallout 2 gelernt haben, aber Fallout 1 lässt offen, ob nicht vielleicht die stählerne Bruderschaft da schon wirklich zu einem Hardcore-faschistischen Haufen wird. You understand me, don't you? Don't you? Ale Wachane Conserva O. This is a phrase that Joshua Graham speaks to Salt Upon Wounds after defeating the Whitelegs in tribal combat. He asks Salt Upon Wounds if he understands, and the whole thing seems pretty vague, and it's probably meant to be vague. But what does it mean? Well, that's the question loads of Fallout fans on Reddit and No Mutants Allowed have tried to solve. From what I understand, Dead Horse's language is a combination of English, German, and Navajo. Sorrows is a combination of English and Spanish, and the Whitelegs is a combination of English, Spanish, and Shoshone. Combining all these languages would probably give you a good idea of what it might mean, but you would probably still be mostly guessing. The most prevailing theory is that it means, as God is my witness, Kale Wacha, none of you will be spared, Nai Conserva O, which seems pretty on brand for Joshua himself. This comes from a No Mutants Allowed thread that explored the line's meaning and several dedicated fans breaking it down. I'll leave a link to the thread if you want to see how they came to the conclusion and maybe start forming your own. But like I said, this language is basically gobbledygook, so understanding it is almost an impossible task. The one thing that isn't a theory in all of this, though, is that Joshua Graham is a badass, and that's just facts. The New Vegas Space Program. This one is hard to find much on, but I believe the general premise is that House from New Vegas created a space program to try and get people off of Earth. This is a similar theory to that of the vaults being made for space travel. Basically, House makes an offhand comment in his dialogue about heading the space exploration program, and we know that he had 3 fully stocked and ready to launch rockets in the Mojave. With all that money pouring in? Give me 20 years and I'll reignite the high technology development sectors. 50 years and I'll have people in orbit. 100 years and my colony ships will be heading for the stars to search for planets unpolluted by the wrath and folly of a bygone generation. Im Grunde hat Mr. House so ein bisschen die ähnlichen Pläne wie die ursprüngliche Enklave. House saying that he wants to take people to space is more about his hubris and ego, in my opinion. His plans obviously changed, and now he's looking to control New Vegas in itself after seeing that humanity is on the rise yet again. Not much else to dive into here, as we already discussed space travel, so I won't bore you with more of it, but just so you know, the House always wins. Poseidon 18F Chalk Writings. Poseidon Energy was the leading petroleum supplier in the Fallout universe pre-boom.
Poseidon, the company itself, could have an entire several hours long video made on them, but we're just going to focus on a specific plant called 18F. While exploring this plant, you'll run into a weird scene. You find Cuddy's throne. On top of the throne, you see the word OK and the letter X written multiple times. Seems like nothing at first until you notice the word glory. Is Cuddy's gang involved with the railroad in any way? Seems like Cuddy, the bandit leader, might be a runaway Mindwipe synth, because synths are attacking the plant, maybe trying to recapture her? The chalk writing could be some form of railroad communication between Cuddy and themselves, or maybe it's just an old railroad safe house. It is pretty strange though, and if you notice the chalkboard, you can see 6 X's with 3 of them crossed out and more question marks and the words OK. Honestly, I couldn't find much on this, and it seems like people aren't really theorizing too heavily about it, so if you want to make your mark on the Fallout world, then this might be your chance to figure out a lore secret. I'm not one to guesstimate what it could all mean, but it also seems like a code or a list? Hard to say. Fallout is a cosmic horror. Na gut, okay. Die letzten Theorien waren jetzt, ne? Kann man nicht viel dazu sagen. Jetzt kommt der kosmische Horror Series, or Lovecraftian. This one goes deep, and I mean really deep. I already brought it up in earlier theories, but let's see some examples of how Fallout may actually exist in the Lovecraftian horror world. The first is the Pickman Gallery in Fallout 4, which is based on a Lovecraft story called Pickman's Model. The story revolves around a painter named Richard Pickman who makes brilliant but horrifying paintings and also lives in Boston. Eerie, I know. After being expelled from his art organization, he goes missing and 2 of his friends head to his gallery to try and locate him. Basically, his friends discover he has paintings full of horrifying monsters and that these monsters eventually turn out to be real, not just figments of Pickman's imagination. Another one is the Cabot House. This one is all over the Lovecraftian place, with the family creating a serum that keeps them from aging and their father finding an ancient helmet that he can't get off that gives him powers. And let's not forget everyone's favorites. Ja, man sollte vor allem dazu sagen, dass der Helm aus einer Stadt stammt, irgendwo in der Wüste, die älter ist als die Menschheit selbst. Das ist auch noch so ziemlich kosmischer Horror. The Dunwich Building and Borers, which are obvious references to Lovecraft's novella, The Dunwich Horror, which features an otherworldly, all-knowing, and all-seeing entity that can grant knowledge to those that seek it, which obviously ends bad for them in the long run. Where have I heard that before? So yeah, there are clear references to Lovecraft horror in the game, but how does that make it a cosmic horror? Well, I already told you. All the examples I gave actually have people with weird abilities and powers happening in the Fallout universe. Some, like I said before, even believe the mysterious stranger to be a Lovecraft god himself. I wish I could go further into this one because it's really interesting. Und dann kommt noch Fallout 76 mit dem Interloper hinzu. Also fast jeder Fallout-Teil hat so seine Lovecraftian Eldritch Entity-Geschichte. But you guys get the gist. Like I said before, if there is a theory you want me to wrap my tentacles around, then leave it in the comments and I'll jump to it. It's almost like you guys are eldritch beings beyond my grasp that give me knowledge. Weird. Dogmeat is the true Fallout protagonist. Ich meine, wir alle wissen, dass Dogmeat offensichtlich die echte Hauptfigur aus Fallout ist, aber gucken wir mal, ob das auch irgendeinen Lore-Hintergrund hat. This one being the penultimate theory will either leave you feeling great because you love fluffy good boys, or like you wasted your life hearing it. The theory basically derives from Dogmeat being present in every Fallout in the mainline series. That means 1, 2... Ach so, übergreifend. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, ich mag die Theorie jetzt schon. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwelche Punkte dazu kommen. Aber die Theorie, dass Dogmeat in Wirklichkeit die Fallout-Hauptfigur ist und dass es in allen Fallout-Teilen um die Geschichte von Dogmeat geht, das mag ich. Damit bin ich down. Ich hoffe sehr, dass da noch ein paar gute Anhaltspunkte kommen. Aber ich schätze, es ist einfach nur, alle Teile haben einen Hund, der Dogmeat heißt. Naja, gut. Aber gucken wir mal. 3 and 4. How is it that every dog in every game from these locations that are so disconnected have a dog named the same thing? Does every person in this damn universe just call their dogs Dogmeat? What am I missing here?
Let's be real though for a second. We all know that this is because they are all named after each other because of the creators of each game. But I mean, canonically, it really does mean that there is a Dogmeat companion dog in each of these timelines and locations. Ich meine, das sind halt obviously Easter Eggs, ne? In Fallout 2 kommt ja Dogmeat nicht mal wirklich als eigene Figur in dem Sinne vor, sondern es gibt als Zufallsbegegnung das Café der verlorenen Träume. Und in diesem Café der verlorenen Träume sitzen alle möglichen Figuren aus Fallout 1, die in Fallout 2 keine Rolle mehr haben. Da sitzen einige Hauptfiguren aus Fallout 1, die sich darüber beschweren, wie schlecht ihre Spieler waren damals in Fallout 1. Ne? Das ist halt ein reines Easter Egg. Und da findet man auch Dogmeat und kann den dann rekrutieren und so weiter und hat den dann als Begleiter dabei. Aber das ist halt ein einziges Easter Egg. Also, ja, so viel zur Ernsthaftigkeit dieser Theorie. Aber umso mehr mag ich das. I love some of the goofy theories surrounding this one though. Some claiming that Dogmeat is the reincarnation of the protagonist from each different game, like some sort of four-legged avatar. Or maybe that he's an eldritch god, like we spoke about before, that can shapeshift into reality at Das glaube ich am ehesten. Ich glaube am ehesten, dass Dogmeat auch ein großer Alter ist. Ein altes, unsterbliches Wesen. Wie der mysteriöse Fremde auch. any point he chooses. Maybe the name Dogmeat is a popular one in the post-apocalyptic times, and you can find it in your latest issue of the Wasteland Survival Guide. Or maybe Dogmeat is the real hero of the Fallout universe, and we're just the side characters along for the ride. Regardless, we can all agree on one thing. They're definitely a good boy. On to the last theory of the video, and really the theory that I think every Fallout fan has wondered. There are supposed to be two more theories, but I just combined them because they really mean the same thing. A mystery that has perplexed us fans for a very long time. Jetzt kommt's. Jetzt bin ich aber gespannt. Who or what is the mysterious Ach so, okay. stranger? Now, this has been talked about to death on YouTube and forums. There are so many theories surrounding this one theory that I could probably spend 4 hours talking about it and never fully cover the entire thing. So it's almost a disservice to speak about it, but I'll try my best to break down the main theories and give you guys a good idea of the prevailing hopes for who this stranger could be. What are some of the facts that we know about the stranger? The first is that he can appear to be male or female depending on your character when he shows up. Nick Valentine also has an entire case file on the stranger, but everything seems to be conjecture and things we already know about. Confirmed sightings in the Commonwealth, Capital Wasteland, the NCR, and Shady Sands. But we also know that he makes an appearance in New Vegas as well. Nick theorizes that he may be using stealth tech to appear and disappear at will. The clothing he has been seen in is a fedora and a large overcoat. No calling cards left behind, and his sightings span decades, meaning that if he is a Wenn ich das sehe, kriege ich echt wieder Bock mir fällt heute, ohne Witz, mein Hirn ist heute aber auch super matschig. Mir fällt nicht mehr der Name von dem Fallout Vault Bauspiel ein, das Handy und Tablet Shelter, Fallout Shelter, um Gottes Willen, ey, ohne Witz, Dankeschön, Safran, Safrau, genau, Fallout Shelter, ich bin so matschig. Wenn ich das sehe, kriege ich wieder Bock auf Fallout Shelter, aber ich weiß genau, dass es mich spätestens nach einer Stunde wieder frustriert, weil dann die Progression so langsam weitergeht. human, how could he have survived for so long? We already talked about the Eldritch thing earlier, but Nick offers some good suggestions. He could be a ghoul with minimal scarring, meaning that he could live for a very long time. It could be multiple people that take up the mantle when one dies, or maybe a synth that has been working for the Institute for a long time. Though no files can be found in the Institute that warrant an observation as such. The only other semblance of hope and even a shred of any basis for who this could be is the theory that the lonesome drifter in Fallout New Vegas actually admits that the mysterious stranger is his father. Genau. Man kriegt halt über den mysteriösen Fremden sehr wenig tatsächliche Lore. Es gibt eben die Geschichte aus dem offiziellen Guide, dass er eine seltsame Eldritch Entity ist. Es gibt die Geschichte, dass der Lonesome Drifter sein Sohn ist, was schon
ziemlich gut passt, muss ich sagen, von dem, was er so erzählt. Und es gibt die Bestätigung durch Nick Valentine, dass auch andere den mysteriösen Fremden sehen. Interessant ist, dass nur unsere Hauptfigur Nick Valentine den mysteriösen Fremden in Fallout 4 anscheinend irgendwie referenzieren. Vielleicht sind das die einzigen, die ihn sehen können. Vielleicht liegt es dran, weil beide Synths sind. Kommen wir wieder zur Synth-Theorie. Aber gut, weil der irgendwie, der benutzt halt Technologie, die ihn für menschliche Augen unsichtbar macht oder so. Aber nicht für Synths. Naja, ihr seht schon, ich habe ja schon ganz viele Videos dazu gemacht. Ich könnte noch 50 mehr machen. Aber ja, ist immer wieder eine schöne Theorie. Ist immer wieder schön, sich mit dem mysteriösen Fremden zu beschäftigen. When asked about his father, the Lonesome Drifter will say, Ma said he was a mysterious feller, even when he was with her, like he was a stranger at times. Also adding to the implication that he's a mysterious stranger's son is that his name is the Lonesome Drifter, a name that's pretty similar to the mysterious stranger. It's not exactly. He also gives you his father's gun. Das ist wahrscheinlich auch das wichtigste Indiz, weil die Mysterious Magnum, die Waffe, die man von ihm kriegt, macht jedes Mal, wenn man sie zieht, den Sound vom mysteriösen Fremden, wenn er erscheint. Exactly concrete information, but it seems better than most of what we have. It doesn't really help though because we don't know the Lonesome Drifter's name or even who his father could be. He doesn't even know. But the last and best theory in my opinion is the one that I think holds a lot of weight for who this person could be. A Redditor named Albert Cole suggests that the mysterious stranger is a man named Mark. The short version of his proposal is that the mysterious stranger is Mark, one of the 4 people that went down into the Mariposa military base along with Harold and the guy who would go on to become the Master. 4 people went in, one of them died in the base. Harold and the Master both went on to become powerful mutants and important figures in Fallout lore. Mark just disappeared. He further proposes that they form a triad with Harold as the good speech-based resolution, the Master as evil combat-based resolution, leaving the mysterious stranger as a neutral stealth-based resolution. The original Fallout games had both of those axes as intentional, stressed options, so that idea does make a lot of sense. It's an intriguing concept and it makes sense for why the mysterious stranger is so powerful and immortal. Naja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, ob das so gut passt. Whoever he is, though, we'll probably never find out. Aber es ist tatsächlich ein Aspekt, den ich noch nicht kannte. Also die Theorie kenne ich noch nicht, dass der mysteriöse Fremde Mark ist, der gemeinsam mit Harold und dem späteren Meister in der Mariposa Militärbasis war. Das kannte ich noch nicht. Aber wird man dadurch zu einem zeitreisenden, unsterblichen, sich unsichtbar machenden, immer im richtigen Moment erscheinenden Super-Gottwesen, weil man von dem Virus infiziert wird? Weiß ich nicht. Das wäre eine sehr, sehr, sehr ungewöhnliche FEV-Mutation. Sehr, sehr ungewöhnlich. Why? Because if we knew who he would neither be mysterious nor a stranger to us anymore. That's his entire presence, and that is the way that things should be. Sometimes letting things be the way they are is for the best, especially if you have a guardian angel that saves you from certain death by appearing out of the ether and obliterating whatever enemy you face in a single shot. So powerful that they have crushed hundreds, if not thousands of lives over the span of decades and never once coming close to being discovered. Maybe if you got too close to the truth, too close to the face of death, it would decide to turn to you. And you might get your wish, but you wouldn't live to tell the tale. So that's it. That's all I've got for now. Now this isn't all the secrets and wonders in the Fallout universe. This is just the iceberg of the most fascinating theories surrounding the game. It took me quite a while to research and write up the script for the video, so if you made it this far, then thank you. From the bottom of my heart, Fallout holds a special place in my heart, and doing this is really deep in my relationship with the games and this awesome world. If you want to see more videos like this, then please leave a like and subscribe. It helps me know how to better foster a community of like-minded people like myself. Bethesda games and RPGs in general are what drive me to continue on in this crazy gaming community, so if you're like me, then stick around because you can bet that I'll be making more videos similar to this one. War never changes. And neither will the fans of Fallout as we search for the new mysterious and look forward to each next project in this franchise. I love all you guys. Have a great week. I'll catch you later. So, Lunar Legends Gaming.
Ein interessanter Eisberg voller verrückter, cooler Theorien. Ich kannte viele davon tatsächlich noch nicht. Ein paar finde ich sogar echt gut, die ich noch nicht kannte. Also schöne Theorien dabei. Ja, gutes Video. Leute, es ist irgendwie schon fast 10. Die Zeit verfliegt, ey. Das ist ziemlich crazy. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Haben wir nicht um 18 Uhr angefangen? Weil mir sagt hier Twitch gerade, dass ich erst seit 3 Stunden streame. Aber das kann irgendwie nicht ganz stimmen, weil sonst wäre es jetzt 9 und nicht 10. Wurde heimlich die Zeit umgestellt, während ich gestreamt habe? Hat sich die EU jetzt endlich geeinigt? Auf eine feste Zeit oder so? Ich bin verwirrt, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt für heute Schluss. Ach so, YouTube, tschüss. Kommt mal auf Twitch vorbei und seid live dabei. Ciao.